Der Zipline-Spaß geht in die nächste Runde. Willkommen zurück bei Donkey Kong Country Tropical Freeze und 2.6 Bimmelbammel. Ja, das Ziplining, was uns in Welt 1 schon vorgestellt wurde, in 1a müsste es gewesen sein, das wird jetzt in etwas extremerer Form nochmal aufgegriffen. Wie man es kennt, wird ordentlich was zu Bruch gehen und es wird schwieriger. Vor allem wird diese Zipline-Idee aber ja, nochmal weitergeführt, denn jetzt müssen wir während des Ziplinings gegen Glocken hauen, um so unseren Weg zu ebnen, denn manchmal ist ein Felsen im Weg oder es wird irgendwas anderes dadurch ausgelöst. Hier am Anfang bekommt man das jetzt schon mal relativ deutlich zu Gesicht, wobei ich auch sagen muss, dass ich es nicht unbedingt gut finde, dass sie das mit der Glocke erstmal auf sicherem Boden einführen, weil wenn es dann richtig losgeht, wie hier zu sehen, da gibt es bestimmt den ein oder anderen Spieler, der dann nicht checkt, dass er während des Ziplinings in der Luft quasi gegen die Glocken hauen muss, denn bislang musste man im Spiel noch nie in der Luft irgendwie zuschlagen. Und, oh nein, das war ein Fehler, oder? Na, wobei? Yeah, sehr gut. Ich weiß nicht genau, wie es bei mir im Original-LP gelaufen ist. Ich glaube, ich habe auch mal gefailt im ersten Moment. Ja, ich verstehe schon, wie sie sich das dachten, ne? Du erklärst es den Spielern an sicherem Boden, da kann nichts passieren, aber, dass du dann gleich checkst, dass du auch in der Luft zuhauen musst. Naja, wie auch immer. Spätestens nach dem ersten Fail sollte es dann aber jeder begreifen, was hier zu tun ist. Und dann ist man bestens gebrieft. Aber das garantiert noch lange nicht das Überleben. Hier in diesem finalen Level vor dem Boss, beziehungsweise vor dem K-Level. Ich sammle auch brav alles ein, denn manchmal... Oh. Schalten wir mit den Glocken auch Bananenreihen frei. Und gerade dann ist es natürlich ganz wichtig, alles einzusammeln. Und übrigens es ist wichtig, dass man... Ah, jetzt kommt wieder was. Dass man immer zwischen dem X-Knopf, also zumindest beim Pro-Controller, und ZR wechselt. Weil ZR ist ja Greifen. Zipline greifen, Liane greifen und sowas. Verdammt, ich hoffe, die Bananenstaude war nicht wichtig. Und X ist zuschlagen. Also man sollte immer einen Finger in der Nähe behalten, sonst könnte es Probleme geben. Man hat halt nur, naja, ein geringes Zeitfenster, um zu reagieren. So, und hier unten muss eigentlich was sein. Ja, der nächste Bonus. Uiuiui. Gleich 2 in einem Level, obwohl es nur 5 Puzzleteile gibt. Okay. Na, wenn es sein muss. Solange wir es schaffen, ist alles gut. Ah, eine Banane verpasst, aber die können wir als letztes einsammeln, das ist kein Thema. Oh, die Bananen fliegen halt immer durch den Screen. Das finde ich total irritierend manchmal. Gerade bei Bonusleveln. Wenn da die Bananen kreuz und quer fliegen, Mensch. Und weiter geht's. Aber auch hier wieder alles bombastisch zum Anschauen. Das ist mal wieder so schön. Vielleicht leben hier ja die Ornis, wer weiß. Das N. Oh. Das war knapp. Der Sprung auch. Uiuiui, jetzt wird's wieder etwas abgefahrener. Aber so hatte ich das Ganze ja auch in Erinnerung. Und bam, da kracht's. Und hier haben wir wieder was. Puzzleteil Nummer 4, hä? Nö? Okay. So ein bisschen erinnert mich das Ganze hier auch an das Tomb Raider Reboot. Da gab es auch eine Stelle im Spiel, wo man in luftigen Höhen auf solchen hölzernen ja, Häusern und sowas rumhantieren musste. Es zerbrach alles und man hatte Stress mit den Gegnern. Alle, die mein Let's Play verfolgt haben, die wissen bestens Bescheid, oder? Ihr habt das Spiel selbst gespielt.
So, und bei dem Puzzleteil, wie man gesehen hat, besonders aufpassen. Der Boden ist brüchig, aber das hat man ja im ganzen Level schon festgestellt, dass hier nichts fest verankert ist. Und das trifft auch auf den Boden hier in dieser riesigen Glocke zu. Deshalb schön beeilen. Aha, die Banane kennzeichnet das letzte Puzzleteil. Wunderbar. Fliegen wollte ich da jetzt eigentlich nicht. Da ist das G. Oh, shit. Das war jetzt gegen Ende ein bisschen knifflig. Aber wir haben's, Leute. Hoho. Geil. Das ist halt fast bei jedem Level in diesem Spiel so, dass du gegen Ende nochmal richtig einen auf den Putz kriegst, weil die da alles zerstören und die Dramatik ist spürbar. Nicht nur in 2.6, sondern auch in 2K. Ich weiß gar nicht mehr, welches Level das ist, aber es wird uns fordern. So viel steht fest. 1K haben wir gefirst tried. Kriegen wir das auch bei 2K hin? Hoppolis. Ah, der Name gibt mir ein paar Erinnerungen. Da musste man sehr, sehr häufig von Gegner zu Gegner springen, oder? Ist das das? Wenn ja, das könnten wir tatsächlich first tryen. Das habe ich als machbar in Erinnerung. Ich glaube, das ist das einfachste K-Level, obwohl es das zweite ist. Ist es das? Ich glaube schon. Aber jetzt, pst. Nicht cool fühlen, bevor man nichts geleistet hat. Ja, das ist das. Schön alles einsammeln. Aha. Und wir haben Dixie, das ist sehr gut, weil irgendwie war da gerade am Anfang kein Kong-Fass. Heißt, nach einem Fail müssten wir das komplett ohne Kong-Gehilfen spielen. Da habe ich ja nicht so den Bock drauf. Oh mein Gott! Muss ich dazu noch was sagen? Nein! Da war ein Puzzleteil. Ich hab's zu spät gesehen. Wie fies. Wie unglaublich fies. Ja, ich habe kurz überlegt, ob ich zurückfliegen soll, aber ich lasse es lieber. Alter Schwede, die Puzzleteile sind hier aber richtig fetzig. Was soll denn das? Geht mal gar nicht, du. Oh nein, das... Ich krieg ja gar nichts hier. Ja, komm, dann spielen wir den Level erstmal durch. Warum nicht? Lol. Ich glaube, wir haben alle Puzzleteile verpasst, bis auf das erste. Oder kommt noch eins? Maximal eins kommt noch. Lol. Ah, jetzt kommt die Stelle mit den Pinguinen. An die kann ich mich auch noch erinnern. Hier muss man schnell sein. Schneller. Das ist nicht schnell genug. Deswegen habe ich den einen jetzt einfach übersprungen. What the fuck? Wann endet das denn hier? Hallo? Ich hoffe, man muss hier nicht alle Gegner besiegen, weil bin ich jetzt gar nicht drauf eingestellt. Aber ja, das Level ist sehr, sehr machbar mit Kong-Gehilfe. Wir haben es geschafft. Aber 2 von 5 Puzzleteile. Ja, das geht besser. Also wenn ihr eine richtige Herausforderung wollt, spielt es ohne Kong-Gehilfe. Es ist dann zwar immer noch machbar, laut meinen Erinnerungen, weil ich weiß, ich habe das privat ein paar Mal gespielt. Aber mit ist es wirklich einfacher als 1K, muss man so sagen. Da spielt es auch keine Rolle, ob du es jetzt mit Diddy oder mit Dixie machst, finde ich. Ist mit beiden machbar. Gut, bei Cranky spielt es keine große Rolle. Also mit dem ist es immer noch schwer. Aber du hast halt 4 statt 2 Leben mit DK. Das Ding ist halt, ich kann das Dixie auch nicht einfach abnehmen. Das geht nicht. Ich würde es ja machen. Aber das geht nicht. Es wird sowieso schwierig genug, die restlichen Puzzleteile einzusammeln. Ich muss mich jetzt daran erinnern, wann die überhaupt dran kamen. Also bei dem Rad war 1. Dann auf so einer blöden Plattform, die zusammenbricht. Wo war das letzte? Wo war denn das letzte? Oder haben wir 1 komplett übersehen? Hä? Aber geile Musik hier. Die ballert.
beste Laune. Jetzt kommt gleich der Scheiß, ne? Oder? Noch nicht? Nee, noch nicht. Aber das habe ich gut geholt, auch wenn es sehr knapp war am Ende. Jetzt kommt gleich das eine Verpasste. Ich glaube, das ist ein Originaltrack aus Returns, dieser Remix. Oh, manchmal bringt mich Dixie aber auch in die Bredouille. Verdammt, ich muss mich dran erinnern. Ach, diese Scheiße hier, genau. Das war asozial. Also, das geht gar nicht. Das kannst du im First Try eigentlich nicht kriegen. Weil wer rechnet bitte damit, dass da noch eine Eule auftaucht mit einem Puzzleteil? Niemand. Niemand. Und übrigens kriegst du es auch nicht ohne Kong-Gehilfe, weil so weit kann Donkey Kong nicht springen eigentlich. Es geht ab. Hier muss man, glaube ich, einfach nur schnell sein, ne? Oh, Bruder. Oh my goodness. Läuft bei uns. Ach ja, falls ich es noch nicht gesagt habe, wenn man mehrere Gegner hintereinander trifft, dann kriegt man Goodies dafür. Erst Münzen und dann später irgendwann Leben. Also wenn ihr Münzen oder Leben farmen müsst, oder wollt, dann macht es hier. Macht es hier in diesem Level. Oh, nicht fliegen, Dixie, verdammt. Ah, ich würde fast sagen, es ist noch ein bisschen schwieriger mit Dixie als mit Diddy. Sagt mir mein Gefühl gerade. Ihr Aufwind macht mir manchmal einen Strich durch die Rechnung. Aber wir haben's, Guys. Wir haben es. Auch 2K ohne Fail und eigentlich bis jetzt sogar ohne richtigen Fail. Oder irre ich mich? Wir haben nur einen Suizid. Yes, krass, Mann. Oh yeah. Aber jetzt kommt der Boss. Ich habe auch wirklich alles, oder? Ja. Jetzt kommt der Boss und der war nicht ohne. Ganz oben auf dem Eulenfelsen gibt es einen Affenaufstand. Schöner Sternenhimmel. Es ist demnach nachts und wir sind ganz oben angekommen. Ich nehme mal Cranky, weil der hat etwas mehr Screentime verdient. Und mit ihm dürfte es am schwierigsten werden. Oder? Ach, ich weiß es nicht. Mal sehen! Der Eulenälteste sucht Stress. So, und der hat ein bisschen was von Crow. Dem Boss aus Donkey Kong Country 2. Ja, genau, wegen den Eiern, stimmt. Wie war das jetzt? Aufspringen, dann kannst du sie werfen. Genau. Komm runter! Oder muss ich da hoch? Nein. Treffer! Also man kann da hochspringen, aber finde ich jetzt nicht so attraktiv. Ah, sieh mal an, es war vielleicht doch keine so schlechte Idee, Cranky zu nehmen, weil mit ihm können wir auf diese Stachel-Eiskugeln draufspringen, dank unseres Pogo-Sticks. Disco Pogo. Oh, aber das sollten wir nicht machen. Also mit dem Pogo auf die Küken springen ist schon mal nicht gut. Sterben dann instant. Was? Wow, was habe ich das noch gut berichtigt? Sorry für Selbstlob, aber war schon nicht schlecht, oder? Weil eigentlich war das Fail und wir hätten ein Leben verlieren müssen. Aber noch läuft's. Seine Federn sind scharf wie die Messer aus meinem Messerblock, deshalb meiden. Meiden. Gab einen richtig geilen Messerblock beim letzten Amazon Black Friday. Daher habe ich meinen Messerblock. Ansonsten, davor hatte ich noch nie einen. Ich habe immer alles mit Buttermessern geschnitten.
Richtiger Trottel, oder? So, erste Phase geschafft. Jetzt geht's weiter rauf. Das Battlefield ist etwas kleiner und irgendein neuer Schwachsinn kommt hinzu. Ah, okay. Ich sehe schon. Er versucht uns hinabzustürzen und wir müssen dagegen ankämpfen. Und gleichzeitig die Küken mit uns mittragen. So, hier, deine Bastarde kannst du zurückhaben. Aber wofür sind die Fässer? Sind die für den Notfall da? Oh, die sind für die Situation da. Alles klar. Ja, das konnte ich jetzt nicht wissen. Das konnte ich jetzt nicht... Fuck. Okay. Jetzt sieht's schlecht aus. Jetzt sieht's wirklich schlecht aus. Cranky ist in Sekunden gestorben. Ihr erlaubt mir hoffentlich, dass ich etwas leiser werde. Denn ich rieche einen Fail, aber ich will nicht failen. Komm, noch einen Hit, dann kommt es zur finalen Phase. Man darf auch nicht zu hoch springen, weil Donkey Kong immer relativ hoch wirft. Werd doch nicht so grantig, alter Mann. So, was geht hier ab? Okay. Diesmal wirft er seine Federn gebündelt. Ist mir aber lieber als der Schwan von vorher mit den Fässern. Ja, ist auch einfacher auszuweichen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber das wird noch nicht alles sein. Was kommt noch dazu? Fliegen die jetzt so 3D-mäßig? Was? Okay, die haben Stachelhelme. Wie die Vikinger. Und man sieht nur relativ spät, wo sie sich positionieren. Okay, nicht alle haben Stachelhelme. Manche können wir zur Attacke verwenden. Bam! Schaffen wir das noch? Beide haben nur noch 2 Leben. Sowohl er als auch ich. Oh nein, neue Attacke. Was ist das denn? Was ist das denn für Shit? Nein! Das ist unfair. Warum droppt er denn keine Herzen, Alter? Oh! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Was? Okay, diesmal ist irgendwie alles anders als davor, weil vorher bei den vorherigen 6 Leben gab es immer ein bestimmtes Schema. Aber jetzt macht er gefühlt, was er will. Bist du jetzt erst in die Pubertät gekommen? Bisschen spät. Aber immerhin noch vor dem Tod. Gegen Pickel kann ich Teebaumöl empfehlen. Oh oh. Nein! Das ist das letzte Leben, Junge, mach keinen Scheiß jetzt. Oida. Ich komme nicht an die Küken ran. Ich kam nicht ans Küken ran, Leute, sorry. Was jetzt? Das Ei? Ja. Ja! Bam! Ich dachte, ich sterbe. Das war der Freudenschrei pur. 22 Hits, also nochmal einer mehr als beim ersten Boss. Und so viel Schweiß ist da runtergeflossen gerade. In dem Moment, als ich wusste, ich krieg das Küken nicht, habe ich eigentlich schon weinen wollen. Aber niemals aufgeben. Immer weiter, my boy. Auch das haben wir noch hingebogen. Läuft. So, und jetzt kommt meine Lieblingswelt, Freunde. Oder ja, doch, würde ich schon sagen. Vor allem das erste Level ist das beste Level aus allen Donkey Kong Countries. Darauf könnt ihr euch freuen. In der nächsten Folge geht es grandios los. 10 out of 10. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Esst eine Banane. Oder auch gerne 2, 3, 4, 5. Bis zur nächsten Folge und ciao.